So sieht mein Portemonnaie aus. Das ist mein Schlüsselbund. Das ist meine Handyhülle. Jetzt, wo du das weißt, kannst du sicher auch verstehen, warum ich affin bin für solche Werbungen. Ich habe mir gedacht, das ist die Gelegenheit für ein neues Portemonnaie. Habe auf die Werbung geklickt, mich durch die Seite gescrollt und schlussendlich habe ich mir dann nicht nur ein Portemonnaie, sondern auch noch einen Schlüsselanhänger und eine Smartphone-Hülle gekauft. Insgesamt habe ich 90 Franken ausgegeben und weil das alles so schnell ging, habe ich dann auch ziemlich schnell wieder vergessen, dass ich diese Sachen überhaupt bestellt habe. Gemerkt habe ich es erst, nachdem ich auf die Post gegangen bin. Ich hatte nämlich eine Abholungseinladung für einen Brief. Ich musste 23 Franken bezahlen, um diesen Brief abholen zu können und ich hatte mal gar keine Ahnung, was da überhaupt drin ist. Du kannst es sich schon erahnen, drin waren die Produkte von Crazy Horse Craft. Zuerst habe ich dieses kleine Päckchen aufgemacht. In diesem Päckchen drin der Schlüsselanhänger. Es ist wirklich schön gemacht, recht hochwertig kommt dieses Lederteil daher. Ich habe dann noch kurz nachgeschaut, was das für Leder ist. Es ist Leder aus Italien mit pflanzlichen Stoffen gegerbt. Das gilt als sehr umweltfreundliche Variante. Hergestellt werden die Crazy Horse Craft Produkte übrigens in Litauen, auch etwas, was ich erst herausgefunden habe, nachdem die Produkte bei mir angekommen sind. Den Rest des Päckchens habe ich noch nicht angeschaut, das können wir jetzt gleich zusammen machen. Da ist mal dieses Paket noch mit drin und das müsste jetzt eigentlich das Portemonnaie oder die Handyhülle sein. Das hier ist jetzt also die Hülle für mein Smartphone. Ich kann mein Smartphone jetzt nicht reinstecken, weil ich spreche gerade ins Smartphone rein. Zum Glück habe ich hier noch mein altes Handy rumliegen. Das sollte jetzt hier irgendwie versorgt werden können. Und das ist jetzt wirklich interessant. Ich bräuchte dazu eigentlich fast noch eine Anleitung. So schwierig es ist, herauszufinden, was es überhaupt ist. Wenn man lange genug rumspielt, kommt dann das raus, da steht Place your phone here. Also ich kann das Telefon hier rein tun und das ist dann bestens versorgt und es scheint hier noch Platz zu haben für andere Sachen. Also, das ist jetzt hier meine neue Smartphone-Hülle. Wie gut die sich bewährt, das muss ich jetzt erst noch rausfinden. Was ich eigentlich wirklich kaufen wollte, das müsste jetzt hier drin sein. Und zwar ist das Portemonnaie. Crazy Horse Craft, der Geldbeutel. Öffnen wir auch das. Das sieht sehr flach und sehr groß aus für ein Portemonnaie. Und da ist es. Mein Portemonnaie. Und was jetzt drin ist, was ich eigentlich von Anfang an hätte wissen müssen, das muss ich selber zusammenfalten. Und das ist jetzt eigentlich auch die Frage, ist es so intuitiv, dass man das einfach kann? Muss es nicht sein, weil auch hier ist die Anleitung dazu, haben wir hier mit dabei. Ich muss jetzt das einfach noch richtig zusammenfalten. Das kommt da ganz nach drüben und die Lasche nach oben und das kommt hinter diese Lasche rein, muss das gehen. Und jetzt kann ich einerseits hier verschließen, so, hier verschließen, sieht schon mal nicht schlecht aus und hier oben verschließen. Und so sieht mein neues Portemonnaie auch aus. Ich werde jetzt also wieder den Videofilm anschauen müssen, damit ich weiß, wo ich was reinstecken kann. Da hat es ja Platz für Karten und alles. Schauen wir uns das an. Also, was ich erhalten habe für 90 € plus die 23 Franken, also sagen wir 110 €, ist ein Bastelset für ein Portemonnaie, eine fertig zusammengesetzte Smartphone-Hülle und natürlich noch den Schlüsselanhänger. Ich habe jetzt alles schön einheitlich. Ich hoffe, dass die Qualität gut genug ist, dass ich dann auch wirklich Spaß daran haben kann. Auf den ersten Blick gefällt es mir.
wie praktisch eine Handyhülle ist, wo man immer noch die Knöpfe wegnehmen muss, muss ich jetzt mal noch herausfinden. Aber ich habe es mir bestellt. Es ist angekommen, es sieht gut aus und ich habe hier einen zweiten Schlüsselhalter. Warum ich einen zweiten Schlüsselhalter erhalten habe, weiß ich nicht, aber warum auch nicht? Einen so, einen so. Ich sage einfach Dankeschön. Ich bin jetzt ausgerüstet mit Accessoires von Crazy Horsecraft aus Litauen. Wer hätte das gedacht? Es sieht danach aus, als wären sie solide und würden etwas taugen. Ich werde es dann sehen. Danke fürs Zuschauen. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere doch einfach meinen Kanal.